In diesem Video geht es darum, wie man mit ganz einfachen Mitteln und Techniken eine düstere Spielplatte für zum Beispiel Warhammer 40.000, Necromunda, Kill Team oder andere Sci-Fi-Spiele gestaltet. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Für mein aktuelles Buch rund um Tabletop-Spielplatten hatte ich in den vergangenen Wochen einige Sci-Fi-Bodenfliesen aus Hartschaum designt. Die dann abgeformt und einige Male mit Stevalin abgegossen, einem hochwertigen Bastelgips. Diese Rohlinge habe ich dann bearbeitet und verschieden gestaltet, um eine weitere Silikonform für die eigentliche Fliesenproduktion zu erstellen. Und wenn man schon solche Sci-Fi-Bodenfliesen hat, muss natürlich auch eine Spielplatte her, zum Beispiel für Necromunda. Also habe ich 2 modulare Rahmen gebaut, um nicht nur ein Spielplattenlayout zu haben. Die Aufbauten wurden aus Hartschaum zugeschnitten und außen mit MDF und innen mit Schaumpappe verkleidet. Dann habe ich die abgegossenen Fliesen aufgeklebt, wobei ich für manche Lücken einige Fliesen passgenau zurechtsägen musste. An die Wände unter dem Überstand habe ich dann noch einige Wasserpistolenbauteile aufgeklebt und feine Sägespäne in die Ecken gestreut, bevor die Bereiche dann sprühgrundiert wurden. Wie gesagt, all das beschreibe ich ausführlich im Spielplattenbuch, in diesem Video soll es rein um die Bemalung gehen. Also fangen wir an. Erst einmal müssen alle Flächen dieselbe Grundfarbe erhalten. Die Wände hatte ich ja schon hellgrau sprühgrundiert, entsprechend bemale ich den Rest in einem ähnlichen hellgrau. Natürlich wie immer etwas verdünnt und mit einem Schuss Holzleim in der Farbe zum Versiegeln. Viele meiner Fliesen haben in ihren Mitten ein Muster oder eine Struktur, daher geht es nun erstmal mit deren Bemalung weiter. Ein Fliesendesign enthält diagonale Linien, um darauf ganz einfach schwarz-gelbe Flächen malen zu können. All diese Bereiche werden nun erstmal gelb bemalt. Das muss übrigens nicht ganz genau werden. Als nächstes nehme ich mir ein Schiefergrau und bemale damit die Innenbereiche einer anderen Fliesenart. Es folgt ein neutrales Mittelgrau, um damit das Innere einer weiteren Fliesensorte zu gestalten. Wer mag, kann auch noch einige der Wandelemente hier und da mit einem der Grautöne bemalen. Jetzt kommen noch die Fliesen mit dem Gittereinsatz dran, den ich schwarz bemale. Trotz Tupfen ist es übrigens sehr schwer, die Farbe in alle Ecken zu bekommen. Aber keine Panik wegen eventueller Lücken, später folgen ja noch Washes. Vorher müssen allerdings noch die schwarzen Balken auf die vorhin gelb bemalten Bereiche gepinselt werden. Dafür nehme ich ein unverdünntes Schwarz und sehr viel Geduld. Denn insgesamt dauert so etwas trotz der Hilfslinien auf den Fliesen schon ein paar Stündchen. Aber auch hier gilt, es muss nicht haargenau werden. Anschließend werden die schwarzen Gitter mit einer Metallfarbe trocken gebürstet, ebenso die Wanddeko und die sogar besonders kräftig. Die verschiedenen grauen Innenbereiche werden dann mit dem hellgrau trocken gebürstet, die ich als Grundfarbe verwendet hatte. So, und jetzt beginnt der spaßige Teil. Schnappt euch einen schwarzen Wash und 1 bis 2 braune Washes. Tragt den schwarzen Wash großflächig auf und tupft dann den oder die braunen Washes für organische Nass-in-Nass-Verläufe hinein. Habt ihr einen saugenden Untergrund, wie ich in meinem Fall die Fliesen, arbeitet euch in kleinen Flächen nach und nach über die gesamte Platte voran. Ihr seht, es ist ganz einfach und nach dem Trocknen habt ihr einen herrlich schmierig verwitterten Look. Danach könnt ihr ganz nach Geschmack noch zum Beispiel Schmutz und Rosteffekte einsetzen. Für Tipps und Details habe ich euch oben ein entsprechendes TWS-Video verlinkt. Ein genereller Tipp: Sprüht mit einem feinen Zerstäuber sauberes Wasser auf die Flächen, bevor ihr mit den Washes arbeitet. So verlaufen die Washes nämlich besser und es entstehen keine hässlichen Trocknungsränder. Dann noch ein paar echte Rostpigmente obendrauf und gut mit Haftgrund bzw. Tiefengrund aus dem Baumarkt fixieren. Und schon wäre die versiffte Sci-Fi-Platte auch schon spielbereit. Der leichte Glanz vom Tiefengrund unterstreicht übrigens gut den schmierigen Look, finde ich. Wenn ihr es matter haben wollt, rührt euch einen Mix aus etwa 10 Teilen Wasser und einem Teil Holzleim zum Fixieren an. Wie gesagt, alle Schritte zum Design solcher Fliesen und dem eigentlichen Bau der Platte findet ihr in meinem Buch So baust du Tabletop-Gelände Spielplatten. Das Buch wird voraussichtlich Anfang 2023 im Handel sein, bis dahin ist aber noch der Late Pledge mit Preisvorteil und den meisten Extras aus dem Kickstarter verfügbar.
Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Verwittern und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann.